Was euch die Schule verschweigt. Lektion 1. Hallo Leute, in unseren Videos haben wir schon oft auf den Schweizer Billy Meier hingewiesen, der die weltweit einzigartigen UFO-Fotos oder Strahlschiffaufnahmen, wie die korrekte Bezeichnung lautet, gemacht hat. Viele von euch denken vermutlich, dass es sich um tolle Fälschungen handelt. Doch da liegt ihr falsch. Die ersten Strahlschiffaufnahmen wurden bereits am 28. Jänner 1975 gemacht. Die Plejaren haben Billy mehrere Möglichkeiten geboten, weitere Fotoserien zu machen bis in das Jahr 1984. Während dieser Zeit hat der Schweizer über 1500 Fotos von Strahlschiffen geschossen, gestochen scharf, in perfekter Qualität, wie sie niemals zuvor gesehen wurden. Klingt zu gut, um wahr zu sein, ist es aber. Die Vorwürfe gegen Billy, diese Fotos gefälscht zu haben, sind intrigenhafte Lügen und zudem einfach strohdumm. Sicher, heute ist es völlig normal, ein Mobiltelefon dabei zu haben und bei jeder Gelegenheit Selfies oder Videos zu machen und an mobile Dienste hochzuladen. Doch in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war Fotografieren und Filmen nicht nur mühsam, sondern auch sehr teuer. Sogar große Hollywood-Produktionen hatten ihre liebe Not, Science-Fiction-Filme glaubhaft zu inszenieren. Im Jahr 1975 zum Beispiel, als Billy eben seine ersten Strahlschiffaufnahmen publizierte, begann eine Produktion, die später unter dem Titel Star Wars, eine neue Hoffnung, weltweit für Aufregung sorgen sollte. Doch 1975 war die Hollywood-Spezialeffektbranche tot und alles musste neu erfunden und erbaut werden. Von Modellen bis hin zu den komplizierten optischen Filmkopiersystemen war das knapp, aber doch nur mit 1 Million Budget eines großen Studios möglich. Daher ist es sehr amüsant, dass Billy, der niemals über besondere finanzielle Mittel verfügte, so ein Trapezakt zugeschrieben wird. Billy macht seine ersten Filmaufnahmen im Jahr 1975. Damals waren für den privaten Gebrauch lediglich Super-8-Kameras verfügbar, die auch Billy für seine Filmaufnahmen verwendete. Im Gegensatz zu professionellen Kinofilmproduktionen, bei denen die Kamera damals einen 35 mm Negativfilm belichtete, aus denen dann mittels mehrerer optischer Kopierverfahren das endgültige Film positiv zur Projektion gefertigt wurde, kann man sich Super 8 ähnlich wie einen Diafilm vorstellen. Das in der Kamera belichtete Filmmaterial ist ein Reversal, also ein Farbfilm, der auch als solcher im Labor fertig entwickelt und dann an den Kunden zurückgesendet wurde. Es gab keine Zwischenkopien, was man in der Kamera gefilmt hatte, das bekam man auch zurück. Der Super 8-Film wurde 1965 von Kodak als Nachfolgeformat des Normal 8-Films auf den Markt gebracht und erfreute sich im privaten Bereich großer Beliebtheit für Urlaubsfilme, Familienfeste und ähnliche Ereignisse. Das System war wegen seiner einfachen Handhabung für die privaten Nutzer von Interesse. Der Film wurde in einer Kassette verschweißt angeliefert, die man zwecks Belichtung lediglich in die Kamera einlegen musste und dann an das Labor zur Entwicklung schickte. Dabei war es unmöglich, eine bereits belichtete Kassette wieder zurückzuspulen, um eventuell eine Doppelbelichtung oder andere optische Tricks durchzuführen, so wie es Billy Edward Albert Meier vorgeworfen wird. Ähnlich unmöglich war es für Privatpersonen, glaubhafte Fotofälschungen zu produzieren. Analoge Fotomontagen konnten in den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts nur mit millionenteuren Geräten gefertigt werden und dann mit Qualitätsabstrichen, die keiner Analyse standgehalten hätten. Der heutzutage allseits beliebte Photoshop wurde erst ab dem Jahr 1988 von Thomas Knoll und seinem Bruder John entwickelt, also Jahre nachdem Billy die letzten seiner Strahlschiffaufnahmen machte. Doch Bilder sind nicht die einzigen Beweise, die Meyers Kontakte zu außerirdischen Wesen untermauern. Der ehemalige Air Force Colonel Wendell Stevens hat mit seinem Team zahlreiche Fotoaufnahmen, Sirrgeräusche der Strahlschiffe und Metallproben, welche die Plejaren dem Schweizer zukommen ließen, wissenschaftlich untersuchen lassen.
Es konnte an den Originalfotos keine Manipulation festgestellt werden. With any technology that I know of could not achieve this on this Earth plane. Bei den Metallproben wurde ein kalter Legierungsprozess nachgewiesen, der auf der Erde unbekannt ist. We come to a metal section as we see here, and it showed a combination of metals that I've not encountered in any normal bit of metallurgy, both crystalline deposits and metal. Eine Analyse der SIR-Geräusche hat ergeben, dass mehrere Synthesizer erforderlich gewesen wären, diese Geräuschkombination herzustellen. In den 70er Jahren für Privatpersonen nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Wäre Billy dennoch imstande gewesen, solche Foto-, Film- und Tonfälschungen herzustellen, dann könnte er heute als Millionär eine Spezialeffektfirma betreiben, die Giganten wie Industrial Light and Magic und Weather Digital alt aussehen ließe. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum dann im Internet Dutzende Fälschungsvorwürfe gegen Meyer herumkursieren und angebliche Fotofälschungen offen als solche proklamiert werden. Wie passt das alles zusammen? Es gibt auf der Erde Mächte, denen es nicht in den Kram passt, dass jemand die Wahrheit veröffentlicht und so vielleicht die Menschen zum eigenen Denken anregt, was für sie wahre Freiheit und Unabhängigkeit von herrschenden, ausgearteten Machtmenschen bedeuten würde. Also muss Billy Edward Albert Meyer mit allen Mitteln mundtot gemacht oder zumindest verunglimpft werden. Nachdem die mittlerweile 23 Mordanschläge auf den Schweizer alle fehlgeschlagen sind, wurde versucht, ihn als Betrüger unglaubwürdig zu machen. Der Inhaber des Fotolabors, wo Meyer seine Dias als Fotos ausarbeiten ließ, wurde von ominösen schwarzen Männern bedroht, in einige der Bilder Fäden hineinzumalen, sodass die dargestellten Strahlschiffe als Modelle diffamiert werden konnten. Die wohl heimtückischste Fälschung war das bekannte Bild der beiden außerirdischen Mädchen Asket und Nera, das Billy im angrenzenden Dahl-Universum aufnehmen konnte. Als der Fotograf das Bild zum Entwickeln bekam, wurde er erneut von den schwarzen Männern bedroht und erhielt ein Foto von 2 amerikanischen Tänzerinnen, Michelle Delavave und Susan Lund, die den beiden außerirdischen Mädchen sehr ähnlich sehen. Hier muss erwähnt sein, dass die Black Men bereits zu jener Zeit über unglaubliche technische Möglichkeiten und Ressourcen verfügten, weshalb es ihnen möglich war, die beiden Doppelgängerinnen derart rasch aufzuspüren. Sie zwangen den Betreiber des Fotolabors, eine Fälschung anzufertigen, welche die beiden Tänzerinnen zeigte. Die Verschmelzung der Bilder mit den echten außerirdischen Mädchen war derart gut gemacht, dass sogar Billy und die Plejaren selbst diese nicht gleich als Fälschung erkannten, sondern erst Jahre später, als sich der Plejar Ptah um eine lückenlose Aufklärung bemühte. Das Bild wird seitdem auch nicht mehr als Darstellung außerirdischer Mädchen veröffentlicht. Kritiker werfen Billy vor, er habe die Tänzerinnen aus der Dean Martin Show einfach vom Fernseher abfotografiert. Doch so einfach ist es nicht. Habt ihr schon mal probiert, mit einem alten Dia-Fotoapparat ein Bild eines Röhrenfernsehers der 70er oder 80er Jahre abzufotografieren? Egal wie oft ihr es versucht, neben dem bekannten Zeilenmuster werdet ihr auch immer einen fetten, horizontalen Balken im Bild haben, der sich aus der Interferenz der Fernsehbildröhre und der Verschlusszeit eurer Dia-Kamera ergibt. Es war Billy also gar nicht möglich, Fernsehbilder abzufotografieren, ohne dass diese als solche erkennbar gewesen wären. Erst im April 2017 kam es zu einem tatsächlichen Zusammentreffen von Michelle Delavave und Billy Meyer, nachdem die Tänzerin auf die gefälschten Bilder im Internet aufmerksam geworden war. Die wahrlichen Fakten um Billy Edward Albert Meyer passen also gar nicht in das Bild, das Übelwollende ihm andichten wollen. Er lebt in aller Bescheidenheit, zurückgezogen, auf dem Anwesen in Hinterschmidt-Rüti und arbeitet beharrlich an der Verbreitung der Geisteslehre, der Lehre des Lebens und der Wahrheit, ohne ein großes Aufheben um seine Person zu machen. Wie ihr seht, ist der Fall um Billy Meyer sehr interessant und trotz lauter Gegenstimmen nicht so leicht vom Tisch zu wischen. Was aber, wenn alles stimmt, was Billy sagt?
Sämtliche Religionen, Sektierer, Politiker, Lobbyisten, Industrielle und so weiter würden ihre Macht einbüßen und unsere Gesellschaft würde aus den Fugen geraten. Also muss die Wahrheit mit allen Mitteln mundtot gemacht werden, auch wenn die Argumente noch so fadenscheinig, schwachsinnig und dumm sind. Doch auch für die Politiker, Lobbyisten, Geheimdienstler, Sektierer, Religionsführer, Industriellen etc., die die Welt nach ihren ausgearteten Vorstellungen steuern wollen, wird es dereinst buchstäblich ein bitteres Erwachen geben, ob es ihnen passt oder nicht. Die von Billy gelehrte Geisteslehre, die auch Lehre des Lebens genannt wird, lehrt die Wiedergeburt der unsterblichen Geistform, zusammen mit dem Gesamtbewusstseinsblock und einer neuen Persönlichkeit. Jedem denkenden Menschen wird diese Tatsache bei klarer Beobachtung der Natur und ihrer Gesetze bewusst. Jede Materie ist einem ständigen Zyklus des Werdens und Vergehens unterworfen. Ein schöpferisches Gesetz, dem sich auch der Erdmensch nicht entziehen kann. Also wird sich auch der skrupelloseste Machtmensch den Folgen seines Tuns nicht entziehen können und in der Welt, die er mit zerstört hat, wieder sein Dasein fristen, weil seine Geistform wiedergeboren wird. Die Kritiker sollten sich vielmehr mit der Frage beschäftigen, warum Billy und seine außerirdischen Freunde das alles auf sich nehmen. Was wollen sie uns mitteilen? Was haben sie uns zu sagen, dass sie sich so viel antun? Wäre es nicht klüger, unsere Energie auf wirklich grundlegende Fragen zu konzentrieren, die unser Dasein, unsere Lebensweise, ja sogar unsere Zukunft als Menschheit neu definieren, anstatt einen selbstlosen Künder derart in Verruf zu bringen? Wenn man sich die Geschichte des Erdenmenschen ansieht, haben wir uns ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert und es ist klar, dass es in dieser Weise nicht weitergehen kann. Also sollte jeder Billy-Kritiker einmal Strahlschiff oder UFO-Fotos liegen lassen und sich lieber vorurteilsfrei mit der Botschaft, die uns die Plejaren zusammen mit Billy bringen, auseinandersetzen. Es steht jedem frei, diese Information anzunehmen oder nicht. Wer aber Interesse an dieser bedeutsamen Frage entwickelt, wird sich letztendlich um solche Banalitäten wie Strahlschiffe oder deren Fotos keine Gedanken mehr machen. Mehr Informationen findet ihr in der Beschreibung zu diesem Video. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, was euch die Schule verschweigt.